Martha, kannst du kurz auf meinen Lebenslauf schauen? Ich habe ihn heute noch einmal geändert, aber ich bin immer noch unsicher. Klar, zeig mal. Du hast doch schon so viel gemacht, warum bist du immer noch so nervös? Weil ich mich seit Monaten bewerben will und es immer wieder verschiebe. Jedes Mal denke ich, mein Deutsch reicht noch nicht. Ich habe zu lange nicht in dem Beruf gearbeitet. Oder die Firmen wollen sowieso jemanden mit deutscher Erfahrung. Das verstehe ich. Aber wenn du nie anfängst, wirst du auch nie wissen, ob es klappt. Ja, das weiß ich. Trotzdem ist es schwer. In Polen war alles einfacher. Ich wusste, was ich kann. Ich hatte meinen Beruf, meine Routine, meine Kollegen. Hier muss ich mich bei jeder Kleinigkeit neu beweisen. Du warst in Polen Buchhalterin, oder? Ja, fast 7 Jahre. Erst in einer kleinen Firma und später in einem größeren Unternehmen. Ich habe Rechnungen geprüft, Zahlungen vorbereitet, mit Tabellen gearbeitet, Monatsberichte gemacht, alles ganz normal. Siehst du? Das ist doch viel Erfahrung. Ja, aber eben nicht in Deutschland. Und genau davor habe ich Angst. Hier ist vieles anders. Andere Programme, andere Begriffe, andere Regeln. Trotzdem hast du eine gute Basis. Und du suchst ja nicht sofort die perfekte Stelle. Du suchst erstmal eine Chance. Genau. Am liebsten eine Stelle in Teilzeit oder als Sachbearbeiterin im Büro, wo ich langsam wieder reinkommen kann. Das klingt realistisch. Hast du denn schon Stellen gefunden? Ja, 3, eine bei einer kleinen Steuerkanzlei, eine in einer Firma für Logistik und eine bei einem Großhändler, Und warum hast du dich noch nicht beworben? weil ich bei jeder Anzeige das Gefühl habe, dass mir etwas fehlt. Hier steht zum Beispiel sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Ja, aber sehr gut heißt nicht immer perfekt. Vielleicht. Aber wenn ich an ein Vorstellungsgespräch denke, wird mir direkt schlecht. Dann üben wir das später. Erst machen wir deine Unterlagen fertig. Lies mal, was du hier geschrieben hast. Berufserfahrung. 2016 bis 2023 Buchhalterin in Krakau. Aufgaben, Rechnungsprüfung, Buchungen, vorbereitende Monatsabschlüsse, Kontakt mit Kunden und Lieferanten. Das klingt gut, klar und einfach. Wirklich? Ja. Vielleicht würde ich noch dazu schreiben, dass du sorgfältig arbeitest und Erfahrung mit Excel hast. Das ist immer gut. Stimmt. Excel habe ich wirklich viel benutzt. Und was hast du bei den Sprachkenntnissen geschrieben? Polnisch, Muttersprache Deutsch, B1 Englisch Grundkenntnisse. Das ist ehrlich, gut so. Ich hatte kurz überlegt, bei Deutsch gut zu schreiben. Lieber ehrlich bleiben. Später merken sie es sowieso. Ja, das stimmt. Zeig mal dein Anschreiben. Hier. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen. Ich komme aus Polen und habe dort mehrere Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Jetzt suche ich in Deutschland eine Möglichkeit, wieder im kaufmännischen Bereich zu arbeiten und meine Erfahrung einzubringen. Das ist gut. Nicht zu lang und nicht zu kompliziert. Ich war mir nicht sicher, ob meine Erfahrung einzubringen gut klingt. Ja, das passt. Schreib vielleicht noch dazu, dass du motiviert bist und dich schnell in neue Aufgaben einarbeitest. Gute Idee. Und ganz wichtig, du solltest nicht so schreiben, als würdest du dich entschuldigen, dass du aus dem Ausland kommst. Mache ich das? Ein bisschen schon. Hier zum Beispiel, obwohl mein Deutsch noch nicht perfekt ist, das würde ich streichen. Wirklich? Ja, sonst fängst du direkt mit einem Problem an. Besser positiv schreiben. Zum Beispiel, Zum Beispiel, ich erweitere meine Deutschkenntnisse aktiv und arbeite mich motiviert in neue Aufgabenbereiche ein. das klingt viel besser. Eben, Weißt du, was das Komische ist? Ich habe keine Angst vor der Arbeit. Ich habe eher Angst vor dem ersten Schritt. das ist normal. Wenn ich einmal dort wäre, im Büro, mit Aufgaben, mit einem Computer, mit Listen und Zahlen, dann wäre ich wahrscheinlich viel ruhiger.
Ja, weil das deine Welt ist. Genau. Aber vorher fühlt sich alles an wie eine Prüfung. Dann machen wir es Schritt für Schritt. Heute schicken wir 2 Bewerbungen raus. Nicht 10, nur 2. 2? Ja. Sonst denkst du wieder 3 Stunden nach und schickst am Ende gar nichts. Du kennst mich leider zu gut. Dafür bin ich da. Gut, dann nehme ich die Stelle bei der Logistikfirma und die bei dem Großhändler. Sehr gut. Und die Steuerkanzlei? Vielleicht später, die klingt am schwierigsten. Okay, dann heute diese 2. Und wenn ich keine Antwort bekomme Dann bewirbst du dich weiter. und wenn ich eine Absage bekomme, Dann auch. sehr motivierend. Aber ehrlich. Ja, Anna, du hast gearbeitet, du hast Erfahrung, du bist zuverlässig und du gibst nicht auf. Das sind wichtige Dinge. danke. Also los. Lebenslauf speichern, anschreiben, anpassen und wegschicken. Gut, ich mache es jetzt. Und nicht wieder 10 Minuten auf den Senden-Knopf starren. Ich verspreche nichts. Doch, genau das versprichst du bitte. Na gut, heute schicke ich sie wirklich ab. Guten Tag, spreche ich mit Frau Anna Kowalska? Ja, am Apparat. Guten Tag. Mein Name ist Vogel von der Firma Nordlicht Logistik. Sie haben sich vor 2 Tagen bei uns beworben. Ah, ja. Guten Tag, Herr Vogel. Haben Sie kurz Zeit für ein Gespräch? Ja, natürlich. Sehr gut. Zuerst möchte ich sagen, dass uns Ihre Unterlagen gut gefallen haben. Besonders Ihre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung fanden wir interessant. Vielen Dank, das freut mich sehr. Wir würden Sie deshalb gern zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Wirklich? Ja, sehr gern. Hätten Sie nächste Woche Dienstag Zeit? Vormittags zwischen 10 und 11? Einen Moment bitte. Ja, Dienstag würde gehen. Gut, dann würde ich Ihnen den Termin um 10 Uhr anbieten. Ja, das passt. Perfekt. Das Gespräch würde in unserem Büro in Berlin-Moabit stattfinden. Kennen Sie die Adresse schon aus der Anzeige? Ja, ungefähr. Aber ich schaue sie mir noch einmal genau an. Gut. Ich schicke Ihnen zur Sicherheit gleich noch eine E-Mail mit allen Informationen. Danke. Bringen Sie bitte, wenn möglich, noch einmal Ihren Lebenslauf in ausgedruckter Form mit. Außerdem wären Zeugnisse oder Arbeitsnachweise hilfreich, soweit Sie diese schon auf Deutsch oder Englisch vorliegen haben. Ja, ich habe einige Unterlagen auf Englisch und manches schon übersetzen lassen. Das ist gut. Darf ich kurz etwas fragen? Natürlich. Wird das Gespräch auf Deutsch geführt? Ja, hauptsächlich auf Deutsch. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Es geht für uns nicht darum, perfekt zu sprechen. Uns ist wichtiger, dass wir uns gut verständigen können und dass Ihre Erfahrung zu der Stelle passt. Das ist gut zu hören, danke. Sie haben in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie mehrere Jahre in Polen als Buchhalterin gearbeitet haben. Ja, genau. Das finden wir spannend. Die Stelle bei uns ist zwar keine klassische Vollzeitstelle in der Buchhaltung, aber wir suchen jemanden für Rechnungsprüfung, vorbereitende Buchungen und allgemeine Unterstützung im kaufmännischen Bereich. Das klingt sehr passend für mich. Gut, wir suchen jemanden, der sorgfältig arbeitet und sich in Abläufe einarbeiten kann. Ja, das ist für mich sehr wichtig. Ich arbeite gern strukturiert. Das hat man in Ihren Unterlagen auch gesehen. Danke. Haben Sie schon Erfahrung mit deutscher Buchhaltungssoftware? Noch nicht direkt in einer Firma hier, aber ich habe mich schon mit einigen Programmen beschäftigt und lerne schnell. Das ist in Ordnung. Für uns ist es wichtiger, dass jemand motiviert ist und eine gute Grundlage hat. Ja, Das Gespräch wird ungefähr 30 bis 40 Minuten dauern. Ich werde dabei sein und wahrscheinlich auch noch eine Kollegin aus der Abteilung. alles klar. Haben Sie vor dem Termin noch Urlaub oder freie Zeit oder arbeiten Sie im Moment? Im Moment arbeite ich nur stundenweise in einem kleinen Geschäft, also kann ich den Termin gut wahrnehmen. Gut. Darf ich noch etwas fragen? Ja, gern. Ist die Stelle Vollzeit oder Teilzeit? Geplant ist zunächst Teilzeit, ungefähr 30 Stunden pro Woche. Später wäre eventuell mehr möglich. Das klingt gut. Außerdem suchen wir jemanden, der möglichst bald anfangen könnte. Wäre das für Sie grundsätzlich möglich? Ja, grundsätzlich schon. Sehr schön. Ich freue mich wirklich über die Einladung. Das freut mich. Man merkt, dass Sie motiviert sind. Ja, ich möchte wirklich gern wieder in diesem Bereich arbeiten. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös.
Das müssen Sie nicht sein. Ein Vorstellungsgespräch ist kein Verhör. Wir möchten einfach sehen, ob die Stelle zu Ihnen passt und ob Sie sich bei uns wohlfühlen könnten. Danke, das hilft mir. Gut. Dann noch einmal zur Sicherheit. Dienstag, 10 Uhr in unserem Büro in Moabit. Ich schicke Ihnen alles auch noch per Mail. Ja, danke. Dienstag um 10. Perfekt. Falls etwas dazwischenkommt, geben Sie uns bitte kurz Bescheid. Ja, natürlich. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oh, wow. Na, wer war das? Die Logistikfirma. Ich habe ein Vorstellungsgespräch. Wirklich? Siehst du? Ja. Und jetzt bin ich noch nervöser als vorher. Sehr gut. Das heißt, es geht endlich los. Und? Hast du alles vorbereitet? Ich glaube schon, aber ehrlich gesagt gehe ich innerlich trotzdem im Kreis. Das ist normal. Zeig mal, was du morgen anziehen willst. Das hier. Eine dunkle Hose, eine weiße Bluse und den grauen Blazer. Ja, das passt gut. Ordentlich, aber nicht zu streng. Ich wollte zuerst etwas Schwarzes anziehen, aber das war mir zu hart. Nein, so ist es besser. Seriös, aber freundlich. Hoffentlich. Hast du deine Unterlagen ausgedruckt? Ja. Lebenslauf, Anschreiben, 2 Arbeitszeugnisse aus Polen auf Englisch, mein Sprachzertifikat und eine Liste mit meinen bisherigen Aufgaben. Sehr gut. Ich habe sogar noch einmal meine Tasche kontrolliert, damit ich morgen früh nicht alles suche. Das klingt schon sehr organisiert. Nur äußerlich. Innerlich bin ich ein Chaos. Wovor genau hast du Angst? Davor, dass Sie etwas fragen und ich plötzlich das richtige Wort nicht finde. Oder dass ich zu langsam spreche. Oder dass Sie merken, wie unsicher ich bin. Anna, ein bisschen Nervosität ist doch normal. Ja, aber ich will nicht, dass es mich blockiert. Dann lass uns kurz üben. Jetzt? Ja. Ich frage, du antwortest. Ganz einfach. Erste Frage. Erzählen Sie bitte etwas über sich. Also, mein Name ist Anna Kowalska, ich komme aus Polen und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. In Polen habe ich mehrere Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, wieder im kaufmännischen Bereich zu arbeiten und meine Erfahrung zu nutzen. Sehr gut. Klar und nicht zu lang. Wirklich? Ja. Zweite Frage. Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Weil die Stelle gut zu meiner Erfahrung passt und weil ich gern wieder mit Rechnungen, Zahlen und Büroabläufen arbeiten möchte. Außerdem gefällt mir, dass die Stelle Teilzeit ist und ich mich Schritt für Schritt einarbeiten kann. Perfekt. Meinst du? Ja. Du klingst ruhig, wenn du einfach normal sprichst. Solange ich mit dir rede, Morgen auch. Stell dir einfach vor, es sitzen normale Menschen vor dir und keine Prüfungskommission. das versuche ich. Was machst du, wenn sie fragen, warum du in Deutschland noch nicht direkt in der Buchhaltung gearbeitet hast? Dann sage ich ehrlich, dass ich zuerst Zeit gebraucht habe, um anzukommen, mein Deutsch zu verbessern und mich im neuen Alltag zurechtzufinden. Aber dass ich jetzt bereit bin, wieder in meinem Bereich zu arbeiten. Sehr gut. Ehrlich und trotzdem positiv. Ich will auf keinen Fall so klingen, als würde ich mich entschuldigen. Genau. Du musst dich nicht entschuldigen, du erklärst nur deinen Weg. Ja, Was ist, wenn sie nach deinen Stärken fragen? dass ich sorgfältig bin, strukturiert arbeite, gut mit Zahlen umgehen kann und zuverlässig bin. Gut und Schwächen? Ich hasse diese Frage. Alle hassen diese Frage. Trotzdem kommt sie oft. Vielleicht sage ich bin am Anfang manchmal zu vorsichtig, weil ich Fehler vermeiden will. Aber wenn ich Abläufe kenne, arbeite ich sicher und selbstständig. Das ist eine gute Antwort. Hoffentlich. Anna, ganz ehrlich, du bist gut vorbereitet. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich morgen kaum schlafen werde. Dann leg dein Handy heute Abend rechtzeitig weg, trink Tee und geh früh ins Bett. Sehr realistisch. Wahrscheinlich liege ich im Bett und denke an jedes mögliche Wort, das ich vergessen könnte. Dann denk lieber an das, was du kannst. Das ist schwieriger. Ich weiß.
aber versuch es trotzdem. Weißt du, was das Verrückte ist? Wenn ich an die Arbeit selbst denke, habe ich fast keine Angst. Ich habe nur Angst vor diesem ersten Gespräch. Ja, weil das Unbekannte immer größer wirkt. Genau. Und was machst du morgen früh? Früh aufstehen, duschen, etwas Kleines essen, Unterlagen mitnehmen und lieber zu früh losfahren. Sehr gut. Ich will auf keinen Fall zu spät kommen. Nein, das wäre wirklich schlecht. Ich fahre wahrscheinlich schon eine halbe Stunde früher los. Besser so. Dann kannst du vor dem Gebäude noch kurz atmen, bevor du reingehst. Ja, Und wenn etwas im Gespräch nicht perfekt läuft, ist das nicht sofort eine Katastrophe. das musst du mir morgen nochmal sagen. Dann schreibe ich dir morgen früh eine Nachricht. Danke. Kein Problem. Und jetzt eine letzte Frage. Warum willst du diese Stelle wirklich? Weil ich endlich wieder das Gefühl haben möchte, dass ich in meinem Beruf bin. Nicht ganz wie früher, vielleicht noch nicht sofort, aber wenigstens auf dem Weg zurück. Genau das solltest du ausstrahlen. Hoffentlich schaffe ich das. Du schaffst das. Nicht perfekt, aber gut. Das reicht mir für morgen. Guten Morgen, Frau Kowalska. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, danke für die Einladung. Bitte nehmen Sie Platz. Haben Sie gut hergefunden? Ja, danke. Ich war lieber etwas früher da. Das ist immer eine gute Idee. Möchten Sie ein Glas Wasser? Ja, gern, danke. Gut, dann fangen wir einfach an. Erzählen Sie doch bitte kurz etwas über sich. Gern. Mein Name ist Anna Kowalska. Ich komme aus Polen und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. In Polen habe ich mehrere Jahre als Buchhalterin gearbeitet. Zuerst in einer kleineren Firma und später in einem größeren Unternehmen. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, auch in Deutschland wieder im kaufmännischen Bereich zu arbeiten und meine Erfahrung einzubringen. Sehr interessant. Was waren damals Ihre wichtigsten Aufgaben? Ich habe Rechnungen geprüft, Buchungen vorbereitet, mit Excel gearbeitet, bei Monatsberichten mitgearbeitet und oft Kontakt mit Kunden und Lieferanten gehabt. Außerdem habe ich im Büro allgemeine organisatorische Aufgaben übernommen. Das klingt passend für unsere Stelle. Bei uns geht es zwar nicht nur um klassische Buchhaltung, aber wir brauchen jemanden für Rechnungsprüfung, vorbereitende Buchungen, Ablage, Kommunikation mit anderen Abteilungen und allgemeine Unterstützung im Büro. Ja, genau deshalb fand ich die Anzeige interessant. Warum möchten Sie gerade bei uns arbeiten? Weil die Stelle gut zu meiner bisherigen Erfahrung passt und weil ich es gut finde, dass ich in Teilzeit anfangen kann. So kann ich Schritt für Schritt wieder in den Beruf einsteigen und gleichzeitig mein Deutsch im Arbeitsalltag weiter verbessern. Das klingt vernünftig. Ja, für mich ist wichtig, wieder in einem Bereich zu arbeiten, den ich kenne und gern mache. Verstehe. Haben Sie schon mit deutscher Buchhaltungssoftware gearbeitet? Noch nicht direkt in einer Firma, aber ich habe mich schon mit einigen Programmen beschäftigt und lerne normalerweise schnell. Gut. Uns ist auch wichtig, dass jemand bereit ist, sich einzuarbeiten. Nicht alles muss am ersten Tag perfekt sein. Das freut mich zu hören. Wie würden Sie Ihre Deutschkenntnisse im Arbeitsalltag einschätzen? Ich würde sagen, dass ich mich gut verständigen kann, besonders in ruhigen Gesprächen und bei klaren Aufgaben. Natürlich mache ich noch Fehler, aber ich verstehe viel und lerne jeden Tag dazu. Das ist ein realistischer Eindruck. Ja, ich möchte lieber ehrlich sein. Das ist gut. Was würden Sie sagen, sind Ihre Stärken? Ich arbeite sehr sorgfältig, bin zuverlässig und mag klare Strukturen. Außerdem kann ich gut mit Zahlen umgehen und kontrolliere Dinge lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das ist in unserem Bereich nicht schlecht. Das denke ich auch. Und was fällt Ihnen manchmal schwer? Am Anfang bin ich manchmal etwas zu vorsichtig, weil ich Fehler vermeiden will. Wenn ich neue Abläufe noch nicht kenne, frage ich lieber einmal mehr nach. Aber sobald ich mich eingearbeitet habe, arbeite ich selbstständig und sicher. Das ist eine gute Eigenschaft, solange man trotzdem ins Arbeiten kommt. Ja, natürlich. Sie haben in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie im Moment nur stundenweise arbeiten. Warum möchten Sie wechseln? Meine jetzige Arbeit ist in Ordnung, aber sie hat nichts mit meinem Beruf zu tun.
Ich möchte nicht dauerhaft weit weg von meinem eigentlichen Fach bleiben. Deshalb suche ich jetzt bewusst einen Einstieg in den kaufmännischen Bereich. Das kann ich gut verstehen. Ja, für mich ist das nicht nur irgendeine Stelle, sondern wirklich ein Schritt zurück in meinen zweiten Beruf. Wie gehen Sie mit Stress um? Zum Beispiel, wenn mehrere Rechnungen gleichzeitig geprüft werden müssen und Kollegen Fragen haben? Ich versuche dann, die Aufgaben zu ordnen und Schritt für Schritt zu arbeiten. Wenn ich alles gleichzeitig mache, werde ich unruhig. Wenn ich aber eine klare Reihenfolge habe, arbeite ich konzentriert. Sehr gut. Natürlich hängt es auch vom Team ab. Wenn die Kommunikation klar ist, wird vieles leichter. Da haben Sie recht. Darf ich auch etwas fragen? Natürlich. Wie sieht ein normaler Arbeitstag in dieser Stelle ungefähr aus? Morgens beginnt man meist mit E-Mails und eingegangenen Rechnungen. Danach geht es um Prüfung, Zuordnung und Rückfragen an andere Abteilungen. Später kommen oft Ablage, Listen und kleinere organisatorische Aufgaben dazu. Das klingt sehr passend für mich. Gut. Und wie groß ist das Team? In der Abteilung arbeiten zurzeit 4 Personen. Die Atmosphäre ist eher ruhig, aber es gibt natürlich auch stressige Tage. Verstehe. Könnten Sie sich vorstellen, bei uns zunächst mit einer Einarbeitungsphase zu starten? Vielleicht erst etwas enger begleitet und später selbstständiger? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich sogar gut finden. Sehr schön. Darf ich noch eine Frage stellen? Gern, Wann würde die Stelle ungefähr beginnen? wenn alles gut läuft, möglichst im nächsten Monat. Das wäre für mich möglich. Gut, dann hätte ich im Moment keine weiteren Fragen. Danke. Ich möchte noch sagen, dass ich das Gespräch mit Ihnen sehr angenehm finde. Sie wirken ruhig, klar und motiviert. Das freut mich sehr. Ich war vorher ziemlich nervös. Das hat man am Anfang ein bisschen gemerkt, aber nach ein paar Minuten war es ganz natürlich. Gut. Wir sprechen intern noch einmal kurz miteinander und melden uns dann spätestens morgen Nachmittag bei Ihnen. Vielen Dank. Gern. Haben Sie noch etwas, das Sie uns sagen möchten? Nur, dass ich mich wirklich über die Einladung gefreut habe und dass ich gern bei Ihnen arbeiten würde. Das ist gut zu wissen. Danke für das Gespräch. Sehr gern. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Martha, er hat gerade angerufen. Und sag sofort, was passiert ist. Ich glaube, es ist etwas Gutes, aber ich bin immer noch ganz durcheinander. Anna? Okay. Sie wollen mich? Wirklich? Ja. Noch nicht endgültig, aber Sie möchten, dass ich nächste Woche für 2 Probearbeitstage komme. Und wenn alles passt, bekomme ich die Stelle. Das ist doch super. Ja, ich glaube auch. Was genau haben Sie gesagt? Herr Vogel meinte, das Gespräch sei sehr positiv gewesen. Sie finden, dass meine Erfahrung gut passt und dass ich ruhig und sorgfältig wirke. Sie möchten nur noch sehen, wie ich im Team arbeite und wie ich mit den Aufgaben zurechtkomme. Das klingt wirklich gut. Ja, ich glaube, das ist Ihre normale Art zu entscheiden. Und? Wie fühlst du dich? Ehrlich? Erleichtert. Und gleichzeitig schon wieder nervös, Warum jetzt schon wieder nervös? weil es jetzt plötzlich real wird. Vorher war es nur Bewerbung, Termin, Gespräch und jetzt geht's wirklich weiter. Ja, aber genau das wolltest du doch. Natürlich. Aber ich habe so lange darauf gewartet, dass ich fast vergessen hatte, wie es sich anfühlt, wenn wirklich eine Tür aufgeht. Schön gesagt. Danke. Wann sind die Probearbeitstage? Dienstag und Mittwoch nächste Woche, jeweils von 9 bis 14 Uhr. Das ist gut. Nicht sofort Vollgas, aber genug, um einen Eindruck zu bekommen. Ja, genau. Und was sollst du dort machen? Wahrscheinlich einfache Aufgaben am Anfang. Rechnungen sortieren, Listen prüfen, vielleicht Daten kontrollieren und im Büro mithelfen. Herr Vogel meinte, ich soll nicht denken, dass ich am ersten Tag schon alles können muss. Das klingt sehr fair. Ja, und er hat auch gesagt, dass mein Deutsch kein Problem war. Siehst du? Ja, ich habe wirklich so viel Angst davor gehabt. Und am Ende? Am Ende war es nicht mein Deutsch, das mich gestoppt hat, sondern nur meine eigene Angst davor.
Das passiert oft. Wahrscheinlich. Hast du schon Ja gesagt? Natürlich. Sofort. Sehr gut. Ich habe nur versucht, ruhig zu klingen. Innerlich wollte ich fast schreien. Das hätte ich gern gehört. Nein, danke. Und was machst du jetzt? Erstmal atmen, dann schreibe ich meinem Mann. Danach schaue ich mir noch einmal die Unterlagen an und überlege, was ich für die Probearbeitstage brauche. Gute Idee. Ich will pünktlich sein, ordentlich aussehen und nicht gleich am ersten Tag 1000 Fragen chaotisch durcheinander stellen. Fragen stellen ist okay. Ja, aber normale Fragen, nicht panisch. Das kriegst du hin. Weißt du, was ich gerade denke? Was denn? Dass ich gestern noch so große Angst hatte, überhaupt hinzugehen. Und jetzt wünsche ich mir plötzlich, dass Dienstag schon morgen ist. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, Und wenn es nach den 2 Tagen klappt? dann habe ich endlich wieder das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Vielleicht noch nicht ganz zurück in mein altes Leben, aber wenigstens in die richtige Richtung. Genau. Und wenn es am Ende doch nicht klappt, Dann hast du trotzdem schon etwas Wichtiges geschafft. was denn? Du hast den ersten Schritt gemacht. Du hast dich beworben, du warst beim Gespräch und jetzt gibt es sogar Probearbeitstage. Das ist doch schon viel mehr als noch vor einer Woche. Ja, das stimmt. Also kein wenn es nicht klappt Drama heute. Heute freuen wir uns erstmal. Du hast recht. Natürlich habe ich recht. Sehr bescheiden wie immer. Immer. Danke, wirklich. Wofür? Dafür, dass du mich gezwungen hast, die Bewerbungen endlich abzuschicken. Ohne dich hätte ich wahrscheinlich noch immer am Anschreiben gesessen und über jedes Wort nachgedacht. Genau deshalb bin ich so streng. Ja, ja. Und jetzt? Jetzt trinke ich mit dir einen Kaffee. Heute darf er wirklich nach Erfolg schmecken. Endlich ein sinnvoller Plan. Und nächste Woche kaufe ich dir Kuchen. Warum? Weil du gesagt hast, ich soll endlich anfangen. Und weil du recht hattest. Das höre ich immer gern. Ich weiß. Ich bin wirklich stolz auf dich. Danke. Und du darfst jetzt auch mal stolz auf dich sein. Vielleicht heute zum ersten Mal ein bisschen. Dann fang genau damit an.